Hallo, hallo von Washington, hallo Hamburg. Ey, hast du gehört? Der Schimmer hat mir erzählt, Thomas will nicht mehr mit uns chillen. Weißt du warum? Nur weil wir Ausländer sind. Wie, nur weil wir Ausländer sind? Ja. Das ist doch genauso wie in diesem Buch, was wir gerade lesen im Unterricht. Von Marion Ingram, wie heißt das nochmal? Kriegskind. Kriegskind, ganz genau. Ja. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Köpfchen unters Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Monika! Hallo, kann ich mit euch spielen? Nein, meine Eltern erlauben es mir nicht mehr mit dir zu spielen. Wieso? Ich hab Weil so du ein unsere Judenschwein bist. Wir dürfen nicht mehr mit dem Judenpack spielen. Und wenn du uns weiter verfolgst, jagen wir dich durch den Schornstein. Kommst du? Ein Juden... Juden was? Monika war meine beste Freundin gewesen. Wir haben immer gemeinsam Mit meiner Puppe gespielt. Aber dann wurde ihr Vater zum Blockwart ernannt und ihre Eltern haben ihr verboten, mit mir zu spielen. Die Verfolgung hatte aber schon früher begonnen. Mein Vater hatten sie kurz nach meiner Geburt schikaniert. Und genötigt, in die Wehrmacht einzutreten. Glaubst du, der kommt heute noch? Ich habe keine Ahnung. Ah, sieh mal, die Arbeitslosenzahlen, ja, guck mal, die sind runtergegangen. Weil er nicht anders ja war. Glaubt ihr, der kommt heute noch? Ja, wirklich. Na, guck mal, da ist er doch. Ist das der? Ja, ja. Soll ich mal rüber? Ja, komm. Ach, Entschuldigung, alles gut bei Ihnen? Ja, alles gut. Kennen Sie sich hier zufällig aus? Ja, ich wohne hier in der Nähe. Ach so, das ist gut. Und zwar müsste ich nämlich hier oben in die Poststraße und ich wüsste hier überhaupt gar nicht, wo ich hin muss. Also, wo sind wir hier überhaupt auf dieser Karte? Also wir sind hier, das ist ja gleich hier. Kommen Sie Also mit. hier quasi die Straße. Ja, kommen Sie mit, ich begleite Sie ein Ist das Stückchen. die hier oben? Ja. Ich bin nicht mal ganz... Wussten Sie, dass Ehen zwischen Deutschen und Juden verboten sind? Was? Was wollen Sie von mir? Haben Sie nicht die Nürnberger Gesetze gelesen? Natürlich habe ich das, aber... Ja, gelesen, aber nicht verstanden, oder? Was? Trennen Sie sich von Ihrer Frau, dieser Drecksjüdin! Nein, das werde ich nicht. Wieso? Das war keine Bitte! Okay, ich melde mich nur heute bei der Wehrmacht. Aber bitte lassen Sie mich und meine Familie in Ruhe. Dann verstehen wir uns ja, Freundchen. Keine Ahnung. Mein Vater war dann gezwungen, gefesselt an einem Laternenpfahl und beinahe totgeschlagen. Die Nazis wollten, dass er seine Frau verlässt und seine Familie. Und das hat er nicht getan. Er hat gesagt, das mache ich nicht, ich werde das nicht machen. Wenn er geschlagen wurde, dann waren seine Nieren ruiniert. Und deshalb hat er sein ganzes Leben gelitten von dieser Schlagerei. Und dann so eine Seitennote. Sehr viele arische Männer haben ihre jüdischen Frauen verlassen. Sehr viele arische Frauen haben ihre jüdischen Männer nicht verlassen. Die Frauen waren mehr loyal. Die Gestapo Nutzte auf ahnungslose Kinder aus. Ein Junge in unserem Haus wurde von der Gestapo verleitet, seine eigenen Eltern zu bespitzeln. Hallo Kleiner, du hast aber einen tollen Dollar. Das Neue ist bestimmt ganz teuer, oder? Ja, der hat mir mein Papa geschenkt zum Geburtstag. Das ist schön. Willst du vielleicht ein Fahrrad haben? Fahrrad? Was musst du hier dafür machen? Nicht viel. Du musst deinen Eltern beim Essen lauschen und uns dann erzählen, was sie so über die Politik und die Juden denken. Nur das? Dann bekomme ich ein Fahrrad? Ja? Darf ich das denn überhaupt? Natürlich darfst du das. Okay, welche Farbe hat denn das Fahrrad? Das Fahrrad ist blau. Blau ist doch bestimmt deine Lieblingsfarbe. Ja, blau ist meine Lieblingsfarbe. Wann bekomme ich denn das Fahrrad? Morgen nach der Schule. Morgen schon? Ja? Dann gehe ich ganz schnell nach Hause. Tschüss. Tschüss.
Hallo Mama, hallo Papa. Hallo, kommst du dann nicht an den Frühstückstisch? Nein, ich möchte mit meinen Zinksoldaten spielen. Okay, dann mach das mal. Okay. Viel Spaß. Danke. Der ist auch nicht ganz gut gelaunt heute, oder? Ja, ist mir auch aufgefallen. Hast du schon gesehen, was mit den Juden passiert ist? Schrecklich. Es nimmt einfach kein Ende. Hast du die Blumenthals eigentlich sicher untergebracht? Ja, die sind doch im Schuppen, habe ich dir doch gesagt. Haben sie alles? Brauchen sie etwas? Ja, ich war heute Morgen bei denen und die haben alles. Ja. Wenn die gefunden werden, dann ist das unser Ende. Ach, mach dir keine Sorgen. Mama, noch eine Frage. Ja? Sind Juden eigentlich schlimm oder böse? Wie kommst du denn auf sowas? Du kennst doch David und du kennst doch auch die Mutter von David und auch die Eltern und die Schwester. Und das sind doch ganz liebe Leute, oder? Und du spielst doch auch sehr gerne mit denen. Ja, David ist mein bester Freund. Ja, und das sind zum Beispiel auch Juden und das sind ja keine bösen Leute, oder? Nö, sind sie nicht. Aber wenn jemand draußen fragt, ob wir Juden mögen oder nicht, dann darfst du das nicht sagen. Du darfst nicht sagen, dass wir die mögen, ja? Warum denn nicht? Weil man das nicht sagen darf. Das ist Politik und wenn du groß bist, dann erklärt dir Papa warum. Ja? Okay. Ja, du kommst auch schon zu spät. Los, ab in die Schule. Tschüss, schönen Tag. Wie kommt er denn auf so eine Frage? Das frage ich mich auch. Hallo, wo ist denn mein Fahrrad jetzt? Sag uns erstmal, was so deine Eltern über die Politik gesagt haben. Ach so, ja. Mama und Papa haben gesagt, Juden sind gar nicht schlimm. Die sind immer ganz nett. Das weiß ich auch, weil ich spiele immer mit David. Das ist auch ein Jude. Der ist immer ganz nett mit mir. Wir spielen immer ganz gerne zusammen. Manchmal auch mit seiner Schwester. Die ärgern mich auch gar nicht. Und wo wohnen die denn? Die wohnen im Moment bei uns im Schuppen. Dann geben wir auch mal ganz viel Essen, damit die auch was essen können. Da bedanken sie sich auch mal ganz doll. Wie viele sind das denn? Das sind Mama, Papa, David und seine Schwester. Vier sind das. Und wie heißt die Familie? Das sind die Blumenthals. Wo ist denn jetzt mein Fahrrad? Wie naiv. Was soll das denn? Schäm dich, dass du deine Eltern verrätst. Aber ich sollte das doch machen. Und dann in 2000, ein bisschen später als 2000, habe ich diese Documentary gesehen, wo in einem Teil wurde es gezeigt, dass keiner konnte sagen, dass er oder sie nicht wusste, was passierte, da die Juden von ihrer Wohnung weggetrieben wurden und die dann reingegangen sind und alles geklaut haben. Und dann haben die auch noch was gesagt, das mich wirklich sehr beeindruckt hatten. Und das war, dass die Gestapo nur ungefähr 10%, they didn't know where to find the Jews, only 10%. All the others were denounced, denunziert. Bei der Nachbarn und Freunden und alles so. Es 90% von Juden wurden betrogen. Verraten. Ja, genau. Kommt rein! Kommt rein, Kinder, ihr wisst doch, dass die Tür offen ist. Na, wie war's? Hattet ihr Spaß? Aber warum? Wer sind Sie? Mit wem spreche ich? Sie haben eine schöne Wohnung. Dankeschön. Aber mit wem rede ich hier? Die Bilder sehen ja auch ziemlich teuer aus. Sind sie original? Ja, tatsächlich. Mein Mann ist sehr an Kunst interessiert. Mit wem habe ich gerade hier das Vergnügen? Das sieht aber teuer aus. Passen Sie doch auf! Es ist eine sehr kostbare. Lass es! Bevor ich es vergesse, hier haben Sie den Brief.
Ein Brief? Für mich? Sie haben sich ab Montag, den 26. Juli, in Ihrer Wohnung aufzuhalten und dürfen diese nicht mehr verlassen? 26. Juli? Aber das ist doch in 2 Tagen. Entschuldigen Sie. Alles so wie steht! Sie haben zu der bevorstehenden Evakuierung sofort einen Koffer, keine sperrigen Kisten, Essgeschirr mit Löffel, vollständige Bekleidung, nur 6 Tage Verpflegung, sämtliche Lebensmittel, sämtliches Bargeld, Wertpapiere und Schmucksachen, gesondert verpackt mit einer Aufstellung in doppelter Ausfertigung bei sich zu führen. Essen Sie doch auf! Hey. Es ist eine sehr, sehr, sehr zerbrechliche Lassen Sie sich bei Ihrer Arbeit nicht stören. Von dem Brief hatte Mutter mir nichts erzählt. Ich war damals ja noch nicht einmal 8 Jahre alt gewesen. Zwar hatte ich 2 Jahre zuvor mit ansehen müssen, wie meine geliebte Großmutter und mein lieber Onkel Hans von der Gestapo verschleppt wurden. Aber durch den Vater bei der Wehrmacht waren wir bisher geschützt gewesen. An diesem Morgen schickte mich Mutter allein mit meiner kleinen Schwester Rena zu unserer Tante Inge. Mama? Mama, wach auf! Mama! Ich verbot mir den Gedanken, dass sie nicht aufwachen könnte, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte, falls sie am Morgen immer noch schlafen würde. Ich dachte angestrengt über unsere Situation nach und versuchte dahinter zu kommen, warum Mutter sich das Leben hatte nehmen wollen. Wahrscheinlich hatte sie mehr gelitten, als sie mir gegenüber zugeben wollte. Dabei hatte ich schon eine Menge verstörender Dinge gesehen. Wie sie sich mit der Gestapo oder anderen Beamten herumschlug. Oder auch mit unseren Nachbarn. Mir war aufgefallen, dass sie seit den Deportationen müder und bedrückter wirkte als zuvor. Inge, sie hat recht. Wieso bist du noch hier? Geh und bring dich in Sicherheit. Ach du, komm, diese paar Bomben. Ich habe Schlimmeres erlebt. Inge, bitte geh, bevor es zu spät ist. Ich gehe nur, wenn ihr beiden mitkommt. Inge, wie oft wurden wir schon abgewiesen? Alles zu können. Es ist ganz einfach. Wenn ihr beiden nicht mitkommt, dann gehe ich auch nicht. Inge, sei doch bitte nicht so stur. Geh jetzt. Oh, dann bist du bitte so ein Schatz und füllst mir noch eine Tasse ein. Du zitterst ja, mein Kind. Deine
Tante. Doch. Es wird alles gut. Ihr braucht keine Angst zu haben. Mama, ich habe Angst. Gut, Schatz. Hast du dich schuldig gefühlt? Nein, ich hatte mich überhaupt nicht schuldig gefühlt. Inge ist geblieben. Ich kann mich doch nicht erinnern, was in ihrem Kopf war. Sie hat auch nicht gesagt, was in ihrem Gedanken war. Aber ich habe auch nachher mit ihr darüber gesprochen. Und sie hat gesagt, dass sie wusste, dass wir nicht in Shelter gekommen könnten. Ist sie bei uns geblieben. Und die zweite Frage ist halt, inwiefern war Inges Mut in dieser Situation prägend? Ich wusste, dass sie wichtig war in dem Verhältnis zu dem Untergrund mit meinem Vater. Ich fand sie sehr mutig. She was like a secret agent. Achtung! Hier ist die Luftschutzleitstelle der Stadt Hamburg. An alle Bunkerwarte. Der uns gemeldete Feindverband erreicht in Kürze unser Stadtgebiet. Es sind sofort Türen und Gasschleuse zu schließen. Ich wiederhole, es sind sofort Türen und Gasschleusen zu schließen. Ende der Meldung. Was wollen Sie hier? Sie müssen uns hier bleiben lassen. Wir sind ausgebombt. Draußen wartet der sichere Tod. Es sind Juden, das sind gottverdammte Juden. Ich hoffe, die anderen sind verständnisvoller als diese Frau. Du musst die beiden hinauswerfen. Es ist deine Verantwortung und deine Pflicht, dich an die Regeln zu halten. Juden dürfen nicht in den Luftschutzbunker. Du
Du wirst zur Verantwortung gezogen werden. Denk an uns. Denk an deine Familie. Denk an uns, Papa. Was habe ich nur getan, dass meine ehemalige beste Freundin, Monika, sich so von mir abgewandt hat? Was habe ich ihr nur angetan? Denk an uns. Hören Sie auf Ihre Familie. Schmeißen Sie die Juden raus. Sie werden in 2 Tagen deportiert. Ich habe Ihren Deportationsbescheid gelesen. Ein weiterer Grund, Sie rauszuwerfen. Die bolschewistischen Juden stecken hinter all dem. Sie haben uns verkauft. Sie haben den Engländern gesagt, wo sie bomben müssen. Das ist lächerlich. Mein Mann ist bei der Luftwaffe. Er ist jetzt auf dem Weg hierher. Sie werden Rede und Antwort stehen müssen, wenn Sie uns jetzt rauswerfen. Sie werden Rede und Antwort stehen müssen. Dunkel, nichts als dunkel. Kein Licht, nirgends. Sogar Gott verschwunden irgendwo im Dunkeln. Wenn er überhaupt da ist. Oder ganz woanders. Hiob geht durch dunkle, nein, durch die schwärzesten Tage seines Lebens. Noch nicht einmal bei Gott findet er Halt. Das Licht scheint in der Finsternis. Hätte Hiob diesen Spruch von einem Tröster zugesprochen bekommen, er hätte ihn von sich gewiesen. Gott hat ja nicht für Trost gesorgt. Im Gegenteil, Gott ist's, der mein Herz mutlos gemacht hat. Sagt Hiob, ich erschrecke vor Gottes Angesicht. So fürchte ich mich vor ihm. Marion, schau, hier bekommen wir bestimmt Schutz. Hey, schmeißen Sie sie raus! Es ist verboten, Judenschutz zu gewähren. Niemand wird es erfahren, nur bis der Bombenhagel vorbei ist. Es tut mir leid, ich muss Sie bitten, die Kirche sofort zu verlassen. Bitte, draußen ist es nicht sicher. Gehen Sie, Sie bringen uns alle in Gefahr. Bitte, ich kann gehen, aber meine Tochter, sie ist doch noch so jung. Sie werden die Kirche umgehend verlassen. Bitte. Ich bin nicht befugt, Juden Schutz zu gewähren. Bitte, meine Tochter ist noch so jung. Bitte. Verschwinden Sie. Niemand wird es erfahren. Ich darf hier keine Juden beherbergen. Und was ist mit ihr? Ist sie keine Jüdin? Stopp, hör auf. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist Maria, die Mutter Jesu. Jetzt verschwinden Sie. Sofort. Lassen Sie sich hier nicht mehr blicken. Habt ihr zu Hause viel über Religion gesprochen, sei es Judentum oder Christentum? Nein, wir haben, es kommt dadurch, dass ich mit Monika gespielt habe und sie hat mich dann plötzlich Judenschwein genannt und andere Schimpfworte, alles zu tun mit Jude. Und ich hatte keine Ahnung, was überhaupt die Bedeutung war. Und bin dann weinend nach Hause gekommen und meine Mutter gefragt, was heißt das? Ich wusste, was Schwein war, da ich immer so Marzipan, Schweinchen gern gegessen hatte, aber ich wusste nicht, was das bedeutet, Judenschwein. So wollte dann zusammenbringen, das Marzipan und Jude. Und dann hatte meine Mutter erklärt, dass Judentum Religion war und dass im Christentum auch der Anfang war, der Maria und Jesus Juden gewesen war. Und da ist dann noch im Kopf geblieben, wenn die Frage in der Kirche, wenn wir angeschimpft wurden, dann habe ich erinnert, dass meine Mutter gesagt hat, dass Maria und Jesus Juden waren. Und so, es kam nur dadurch, dass Monika mich Judenschwein genannt hat. Die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war.
Und Lots Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Abraham aber machte sich früh am Morgen auf, an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, und wandte sein Angesicht gegen Sodom und Gomorra und alles Land dieser Gegend und schaute, und siehe, da ging ein Rauch auf vom Lande, wie der Rauch von einem Ofen. Wir waren noch nicht sehr weit gekommen, als wir die ersten Leichen entdeckten. Obwohl wir vorher nur wenige Menschen auf der Straße gesehen hatten, schienen sie nun, nach dem Angriff, überall gewesen zu sein. Einige, offensichtlich Opfer von explodierenden Bomben, waren fürchterlich zugerichtet oder ihrer Glieder beraubt. Feuer und Hitze hatten viele weitere getötet. Die meisten lagen mit dem Gesicht nach unten. Die Flammen hatten sie ihre Haare und Kleidung beraubt. Ihre Körper waren versenkt und aufgebläht, ihre Haut aufgesprungen und gebrochene Lenden ragten ein Stück in die Luft. Obwohl unverkennbar menschlich, sahen sie wie übergroße, verkohlte Fleischstücke aus. Aufgrund des Geruchs von verbranntem Fleisch drehte sich uns der Magen um. Und wir wollten weinen, aber wir hatten zu wenig Flüssigkeit in uns, um Tränen zu produzieren oder uns zu übergeben. Stattdessen klammerte ich mich an Mutter und grub mein Gesicht in ihr Kleid. Halb wahnsinnig vor Durst lenkten wir unsere Schritte zum Eilbeek-Kanal. Hunderte von Menschen waren im Wasser, die meisten nahe am gegenüberliegenden Ufer, wo das Wasser flach war, wegen des fehlenden Regens viel flacher als gewöhnlich. Noch mehr Menschen lagen an den Ufern, viele von ihnen offensichtlich tot. Einige von ihnen hatten Gesichter, die so rot und geschwollen waren wie chinesische Laternen. Während ihre Körper unter Wasser lagen, waren ihre Köpfe gekocht worden. Erbarmungswürdiges Stöhnen, Wimmern und Schmerzensschreie erhoben sich über dem Kanal. Die Schreie von Kindern hingen in der Luft wie Papierdrachen. Ab und zu schnellte am Ufer jemand hoch, begann zu kreischen und sprang mit einem Satz ins Wasser. Drei Tage und Nächte sind wir durch die brennende Stadt geirrt. Dann konnten wir uns in die Evakuierungstrecks einreihen, die im Umland in Sicherheit gestellt wurden. Da fand uns Tante Inge und brachte uns in das Versteck, das mein Vater für uns organisiert hatte. Bis zur Befreiung mit Kriegsende haben wir in einer Gartenlaube, An manchen Tagen in einem Erdloch versteckt, überlebt. Als wir uns dem Hauptbahnhof näherten, fiel mir ein großer britischer Soldat auf, der in der Nähe des Bahnhofs eingangs stand. Die Waffe des Soldaten zeigte nach unten. Ich hatte den Eindruck, dass der Soldat direkt zu mir sah und mich anlächelte, als ob er mich kannte. Also entschied ich, dass er derjenige sein sollte, bei dem ich mich für meine Befreiung bedanken würde. Ich lief auf ihn zu, aufgeregt hüpfend und springend, voller Vorfreude, meinen Helden zu begrüßen und zu umarmen. Aber schon nach wenigen Metern sah ich, wie er die Mündung seiner Waffe auf mich richtete, sodass ich direkt in den Gewehrlauf blickte. Ich sah, wie ein Feuerblitz aus der Mündung schoss und glaubte, die Kugeln über meinem Kopf pfeifen zu hören. Ich ließ mich auf den Boden fallen, hörte Mutter schreien und war froh, dass es eher Entsetzens- als Schmerzensschreie waren. Ich bemerkte, dass sie auf mich zulief und
kroch auf allen Vieren rückwärts, bis wir zusammenstießen. Hände haltend liefen wir gebückt in die entgegengesetzte Richtung. When I was finally allowed to go to school in Hamburg, and my teachers were Nazis, and my classmates, they were young as well, but their parents were Nazis. So I was spat at, I was called all kinds of horrible, horrible names, and teachers were mean to me, so I would beg my father, don't make me go back to school. And my father said, you have to learn to speak up. They are wrong. You are not wrong. It's they are wrong. But I did finally one day stand up on my desk and told my teachers and my classmates that they were wrong, that I was not subhuman, that I was just a little girl wanting to learn. It made no difference. They hit me on my way home to school anyway, and my teachers treated me badly, but I learned to speak up. And my father said, speak up. Hast du diese Szene gesehen, wo Marion Uri ihre Uhr gegeben hat, aber er die irgendwie kaputt gemacht hat? Ich verstehe nicht, warum. War das nicht die Lieblingsuhr von Marion? Ich verstehe das nicht. Das wird safe in der Klassenarbeit reinkommen. Auf jeden Fall. Guck mal, Marion. Marion, komm, spiel mit uns. Später vielleicht. Ich hab noch was vor. Was hat sie denn vor? Hallo. Du bist doch der Neue, richtig? Uri. Ich bin Marion. Was malst du denn da Schönes? Kann nicht mitmalen? Oh la la, Dankeschön. was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Hör nicht auf die sind noch Kinder. Marion, komm jetzt, spiel mit uns. Komm. Okay. Sehen wir uns morgen wieder? Ich freue mich schon. Marion, dein Vater. Papa! Hi. Tschüss. Wie war die Schule? Gut. Wo gehen wir hin? Ich habe eine Überraschung für dich. Krieg ich ein neues Kleid? Nee. Darf ich mir neue Schuhe aussuchen? Auch nicht. Weißt du was, mach mal die Augen zu. Ich zeig dir eine Überraschung. Bist du bereit? Ja. Augen auf. Du darfst dir eine Hand aussuchen. Rechts. Ist die für mich? Ja. Wie findest du sie? Dankeschön. Soll ich dir die anziehen? Ja. Dankeschön. Wieso hattest du dir von deinem Vater eine Uhr gewünscht? Das war dann auch also ein Symbol auf erwachsen zu sein, wichtig zu sein. Ich hatte gedacht, das wäre das Schönste, das ich überhaupt mir wünschen konnte. Und da habe ich mich auch sehr gefreut und jede Sekunde auf den Arm geguckt und zu sehen, ich habe gedacht, alle sollen sehen, dass ich jetzt eine Uhr habe. Hallo, Marion. Hallo. Hallo. Wisst ihr, was ich gestern bekommen habe? Was denn? Wow. Wie gefällt sie euch? Ist die nicht ein bisschen männlich? Schön. Irgendwie. Also, mir gefällt sie. Hallo Uri. Was will sie? Ich habe eine Überraschung für dich. Mach mal die Augen zu. Gib mir mal deinen Arm. Und? Wie gefällt sie dir?
okay? Hey, die kann man bestimmt präparieren. Ich habe in Uri erkannt, dass er so wie ich war, alleine zurückgezogen. Und ich wusste auch, dass er sehr gelitten hat, aber ich wusste nicht, was er gelitten hat. Habe ich gedacht, oh, das Schönste, was ich Uri geben kann, ist meine Uhr. Und zu ihm sagen, dass ich gern Freunde sein will. Dann hat er die Uhr auf den Boden geschmissen und raufgetrammelt. Und da war ich sehr erschrocken und erstaunt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er die Uhr nicht leiden konnte oder dass er mich nicht leiden konnte. Was er getan hat, war irgendwie für ihn sehr wichtig. Und es war eine Wichtigkeit, die dahinter steckte, die ich erkannte, aber nicht wusste genau, was es war. Seitdem möchte ich keine Uhr haben und habe niemals eine Uhr getragen. Was denkst du, was Uri mit "Es ist immer jetzt" meinte? Ich kann mir nur vorstellen, dass das mir nicht erklärt hat, dass er meinte, dass das Leben für ihn, auch für mich, war niemals so, dass du wusstest, ob du noch am Leben bist, den nächsten Tag oder auch die nächste Stunde, dass du irgendwie tot sein könnte, ermordet werden könnte. So, du bist jetzt am Leben, so jetzt ist die Zeit. Ich wollte ihn auch allein lassen und ihm Zeit lassen, mir seine Geschichte zu erzählen. Ich wollte, dass er die Freiheit hatte, darüber zu reden. Jeder kann darüber nachdenken und sich vorstellen, was er dabei meinte, da er das nicht klar dargestellt hat, anderes als zu sagen, jetzt ist, Ihr hattet doch das Interview mit Marion. Erzähl mal ein bisschen, wie war das so? Also das Interview war richtig cool. Sie hat halt sehr viel über die Zeit nach den 1945er Jahren mit mir geredet. Und ich fand es sehr bewundernswert, dass sie trotz ihrer Kindheit die Kraft hatte, in den 1960er Jahren Teil der Studentenbewegung gegen die Rassentrennung zu sein. Und wir haben auch viel über die Demonstration geredet, auf die sie heute noch mit ihrem Mann geht. Wäre echt gern dabei gewesen. The people who are the people who hate other people for a long time were quiet about it and talked about these things among themselves. It's scary now because it's everywhere. This anti-other people is everywhere. It's in Germany with the AfD, it is here with so many different groups with their hateful agenda, and it's in Poland and it's in Hungary and it's in France. So there's a big job ahead of all of us. All of us have to be together across nations and across religions and across nationalities and everything else to try to prevent a future that right now can seem so dark. And you hear at home or in the homes of your friends talk against other people, that you will be brave enough to say, oh, that isn't so, let me tell you why it isn't so, and you're wrong. It takes a lot of courage, and you have to stick together. All of you young people have to stick together wherever you come from. And whatever your belief is, you have to stick together. There were so many people out for Black Lives Matter. You have an advantage because you are so connected to people everywhere in the world, everywhere. And you can make this connection grow and become enormous. You can change the world. In the 1960s and
end of 1950, young people changed America's laws against black people. You know, since then, Reagan and other groups have tried to take it back. We live in dangerous times. I've been a fighter all of my life, and I remember when I was still in hiding, and we were in our little earthen dugout, and I thought to myself, if I ever lived, that I would never hide again. Good luck, guys.